Guten Morgen, Freunde, Wandelfreunde und andere Freunde. Ich bin jetzt in Heize in den Niederlanden. Kommt wieder ein Auto. Es ist heute der 25. Februar, Dienstag. Ja, Samstag ist 1. März. Und hier vorne ist wieder eine Mühle. Also die Sehenswürdigkeiten fliegen mich hier um die Ohren. In Heidhuizen oder Heize, wie wir hier in Limburg sagen. Und ich mache heute eine Wanderung von um die 26 Kilometer. Ja, wie ich schon sage, da vor mir ist schon eine Mühle. Ich habe schon ein paar Fotos gemacht heute. Es geht richtig los. Ich muss hier wieder ein Foto machen, denn hier ist eine Kapelle. Das ist ja unglaublich. Ja Leute, 26 Kilometer heute. Und ich denke, es wird eine schöne Wanderung. Die Sonne scheint, ja, es gibt Autos hier, ich weiß es. Aber ich muss jetzt mal wieder ein paar Fotos machen. Nach 1,59 Kilometer verlasse ich das Dorf Heize oder Heidhuizen wieder. Und jetzt haben wir noch 24,5 Kilometer. Ah, so eine schöne Strecke. Schönes Wetter, herrlich. Ich habe so eine Vermutung, dass ich die falsche Seite des Baches genommen habe. Aber man kann hier laufen, es geht. Nur das Gras ist nass, ne? Mann, es hat herrliches Wetter heute. Absolut gigantisch. Und das ist nicht matschig hier. Bisher. Und da ist eine Brücke. Da ist eine Brücke. Aber ich muss in 680 Meter nach rechts. Also ich denke, da ist eine Straße. Wir werden mal sehen, ob ich mich besser zu der anderen Seite des Baches wechseln kann. Muss mal sehen. Ah, hier ist es trocken, können meine Schuhe wieder trocknen. War das Gras nass.
29 Kilometer und es fühlt sich an wie Frühjahr. Ne? Unglaublich, wie warm es ist heute. Ja Leute, es fühlt sich an wie Frühjahr heute. Ne? Unglaublich. Ich habe mich mal von ein paar Kleidungsstücke erledigt und habe gesehen, ich habe das gefilmt. Ja, ich habe ja einen neuen Selfie-Stick von Insta360 mit Carbon. Ist ganz leicht. Und der Vorteil diesem Stick auch hat, ist nämlich der kurze Selfie-Stick, der auch von Insta360 ist, der hat nämlich einen Fuß. Und wenn ich hier zusammenschraube, dann habe ich einen Kamerastand. Und das wird auch dann einfacher, um mal eine Vorbeilaufszene zu machen. Ne? Brauche nicht mehr in meine Rucksack zu graben. Ne? Wie bisher, das war ja kompliziert. Und ja, wir haben jetzt gelaufen, mal schauen, 22,7 Kilometer. Nein, 3,45 Kilometer. Wir müssen noch 22,7. Das wäre schön. Ne? Die Sonne hat sich mal ein bisschen verzogen. Die ist jetzt weg. Es ist ein bisschen wolkig, aber ich glaube, sie wird wieder zurückkommen. Und ich laufe hier entlang ein kleines Waldstück. Und die Felder hier, die Vögel, die zwitschern, ne? Die sind ganz fröhlich heute. Die fühlen auch schon das Frühjahr. Also das ist schon geil heute Morgen. War eine gute Entscheidung, mal laufen zu gehen. Nach 4 Nachtdiensten ist man da dran zu. Ne? Dann hat man es mal komplett gehabt nach 4 Nachtdiensten. Da steht eine Parabolantenne. Also das muss ein kleines Haus sein hier. Unglaublich. Wieder ein Bach. Mann, ist dieses Selfie-Stick leicht. Das ist richtig geil. Ein bisschen Matsch, aber ich glaube, da komme ich herum. ...5,08 Kilometer sind gelaufen, also 5 Kilometer sind weg. Noch 21 Kilometer. Obwohl wir keine Höhenmeter haben heute, also kaum, sehe ich doch einen Hügel kommen hier vorne. Also mal schauen, was das wird. Ne? Denn ich muss geradeaus, steht hier. Kann sein, dass ich den hochgehe. Ja, jetzt habe ich das Mikro an, das hört auch den Unterschied. Ne? Dann hört man die Vögel nicht mehr in Stereo, dann hört man sie in Mono. Das ist sehr lose Sand hier, wie im Sandkasten. Ne?
Mann, ist das geil. Und es geht hier den Berg hoch. Ja, den Hügel hoch. Und das läuft sich verdammt schwierig. Keine Höhenmeter heute. Hä? Ein paar schon. Schau dir den Sandkasten mal an hier. Kinder würden sich hier sehr vergnügen. Was ein Film heute. Oh, so geht das auch wieder runter, ne? Also das war scheinbar die falsche Seite. Wir müssen hier runter. Okay, ich hatte mich schon verlaufen. Aber Komoot ist manchmal nicht sehr deutlich. Kann man nichts machen. Hier geht's runter und dann geht's wieder rauf. Das ist ein bisschen hügelig. Aber nicht bei der Wanderung, die wir letztes Mal hatten. Ne? Da war es richtig. Da ging es richtig rund. 380, 340 Höhenmeter. Heute wären das Maximum 80. Und ich laufe gut jetzt. Und wir haben gelaufen 6,09 Kilometer und müssen noch 20,2, sagt er. Okay. Aufgepasst, einsturzungsgefährdet. Sieht nicht so unstabil aus. Wird nicht so schlimm. Das ist ja schön gebaut, ne? Mit das Holz alles. Mal schauen. Nach hinten. Oh, hier sieht das schlimmer aus, ja. Tatsächlich. Oh ja. Da sitzt keine Ziegel mehr drauf, die liegen alle hier unten. Das war aber eine schöne Scheune. Das ist ja schade, ne? Das ist richtig schade. Ja, neues Dach drauf. Und die Bude ist wieder gut. Und da ist beziegelt.
Es ist ein bisschen viel Verkehr auf dieser Straße. Aber dafür ist ja eine große Verbindungsstraße. Das sind Petrusmühle am Bachlich gemahlen Mehl, samstags von 9 bis 13 Uhr. Okay. Ha! Hier komme ich nicht durch. Einfahrt frei halten, ist geschlossen. 9,16 Kilometer gelaufen, 17,4 noch zu laufen. Ich musste hier nach rechts, aber das ging nicht. Weil das ist Privatgelände und ich sehe jetzt, das ist eine Camping. Also, daher ist das verschlossen. Aber wenn ich geradeaus laufe, komme ich einfach wieder auf die Strecke. Nur ich habe etwas weniger Kilometer wahrscheinlich. Und da war ein schöner Teich, aber den kann ich jetzt nicht filmen, ne, weil ich komme da ja nicht drauf. Da kann man ja nichts machen. Man sieht, die Sonne scheint wieder einigermaßen zwischen den Wolken. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in Deutschland, ne? Mit den Piloten. Also das mitbekommen habe in Deutschland mit dem Piloten, ne? Der sich verweigert hat, den Knopf von den Chemtrails zu betätigen in sein Flugzeug. Jetzt steht er vor das Gericht, weil das hat die Lufthansa ja einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Mussten ja bezahlen an der kasachischen Mafia, ne? Den ganzen Scheiß. Und statt dass die scheiß Justiz in Deutschland die ganze Verbrecherbande aufnimmt, ja, arrestiert, festnimmt, ja, die ganze Lufthansa festnimmt, weil die vergiften unsere Luft und unsere Umwelt mit den ganzen Chemtrails. Nein, gehen Sie hinter den Piloten her. Also Leute, es wird höchste Zeit für einen Volksaufstand. Denn das ist gar nicht gut. Und der Pilot, der muss man wirklich ein Denkmal setzen. Der Mann ist super. Weil das hatte ich auch nicht gemacht. Die Leute vergiften mit Chemtrails. Also ihr solltet mal drüber nachdenken, was ihr machen würdet. Denn das geht gar nicht. Das sind Nazi-Verbrecher, Leute. Ich möchte das eigentlich nicht mehr machen in meinen Wanderungen, aber das geht doch wieder zu weit. Das ist ein Pilot, der uns beschützt, nicht mitmacht mit den ganzen Chemtrail-Scheiß und sagt, ich betätige den Knopf im Flugzeug nicht, dass der jetzt vor Gericht steht. Es ist zum Kotzen. Schau dir das mal an. All diese Lämmern. Wow. Geil. Nach 9,67 Kilometer und noch 16,1 Kilometer zu gehen, kommen wir in Roggel, Gemeinde Lödal. Und hier sind überall Pferden,
Schafen, Lämmern. Es ist absolut super. Und hier steht ein alter Volvo Amazon. Also das ist schon ein Ding. Ne? Du bist ja klein, ne? Du bist schnuckelig. Schnuckelig und klein. Super. Guck mal, was für eine Schweinerei hier. Wow. Aber ich laufe durch dem Gras. Da steht eine Ente. Nicht so eine mit 4 Rädern, sondern mit 2 Pfoten. Das ist ja richtig schlecht hier. Oh ja, ja. Ich muss sagen, ich muss hier weiter. Aber das kann doch nicht wahr sein. Was ist das Problem? Wir haben 11,7 Kilometer gelaufen, müssen eigentlich noch 14,6. Aber das Vater entlang dem Bach, das war unbegehbar. Also ich bin jetzt dabei, irgendwie herumzukommen. Das wird jetzt die Herausforderung. Kann sein, dass wir ein paar extra Kilometer machen, aber ist kein Problem. Und es ist relativ viel Verkehr hier im Dorf. Ne? Nach 11,8 Kilometer habe ich das Dorf Rochel verlassen. Dann laufe ich jetzt eine Alternativroute entlang dem Bach an der anderen Seite über einen Feldweg. Und hoffe mich hier irgendwie durchzuschlagen. Werden sehen. Und jetzt gehen wir nach links und sind wir wieder zurück auf die Strecke, Leute. So einfach ist das. So einfach ist einfach. War ein kleiner Umschweif, aber haben es geschafft. 12,4 Kilometer, noch 14 Kilometer zu laufen. Das sind 26,4 Kilometer, wenn ich gut rechne. Also wir haben ein paar Kilometer extra heute. Kein Problem. Die Mitte haben wir noch nicht erreicht von dieser Wanderung. Wird kommen. Glücklicherweise ist dieser Weg trocken, denn es wäre sonst auch ein schönes Matschparadies, wie ihr seht. Und ich esse mich einen Apfel und ich habe mich etwas getrunken. Mann, ist die Wanderung geil. Richtig geil. Und hier geht es wieder ein bisschen hoch. Jawohl. Ein paar Meter.
13,5 Kilometer gelaufen. Noch 12,9 zu gehen. Also wir sind über die Mitte der Tour, der Wanderung. Und wir laufen wieder zurück in ein Waldstück. Es ist so geil, Leute. Und ich habe heute noch 2 Nachtschichten diese Woche. Das ist am Mittwochnacht und Samstagnacht. Nein, Mittwoch und Donnerstagnacht. Mann. Dann habe ich das Wochenende für mich. Schaut euch das hier mal an. Wow, wow, wow. Andere Seite auch. Das ist eine richtig schöne Umgebung hier, Leute. Überall gibt es Bachen mit Wasser, Bäche mit Wasser. Ne? Es ist unglaublich. Bei den 2 Selfie-Stick ist schön leicht. Ne? Ich denke, dass es auch für den Ton von Insta360 besser ist, den Stereoton. Das ist auch besser als jetzt, wenn kein Wind ist. Aber wir werden sehen, wenn die Aufnahmen fertig sind. Ne? Und ich habe auch schon einige Vorbeilaufszenen gemacht heute. 2 Vorbeilaufszenen, eine Weglaufszene. Ja, mit dem neuen Selfie-Stick geht das alles ja viel einfacher. Übung macht der Meister. Es geht wieder runter. Und zwar richtig. Ja, und da gibt es wieder einen schönen Bach. Ne? Hier darf man nur drüber, wenn man unter 1 Tonne wiegt. Also, wenn man zu dick ist, darf man hier nicht drüber über die Brücke. Dann bist du zu schwer. Oh, Fietsen ist nicht zugestanden. Also, Fahrräder sind hier nicht gestattet. Zwischen den Bäumen liegt eine Kapelle. Wir sehen, ob wir die zu sehen bekommen. Ich denke schon. Ja, die werden wir zu sehen bekommen. Garantiert. Wird die offen sein. Bisher waren noch alle Gebäude geschlossen. Es ist ein bisschen Wind. Bisschen. Nicht viel. Ja, wir gehen zu die Kapelle hin. Ich denke, ja, hier kann man hoch. Tatsächlich. Hier ist es steil. Heiliger Scheiße.
Gucken mal. Wasser. Ein Wasser, eine Wassermühle. Da ist eine Brücke. Das ist die nächste Brücke, wo wir drüber gehen. Hier ist ein Hügel. Und hier ist Wasser. Ich muss nach links, sagt Gebot. Das geht nicht. Das geht hier nach rechts. Ist nicht möglich, nach links zu gehen. Jetzt auch wieder ein Hügel. Also Komoot hat mal wieder einen Fehler gemacht. Das war rechts und nicht links. Tja. Auch bei Komoot kommt es manchmal mit rechts und links durcheinander. Kann man nichts machen. Ein Hotel für Insekten, ne? Insektenhotel nennen sie das heute. Na, okay. Savasbrück. Okay. Das ist die Savasbrück. Nach 16,8 Kilometern mit 10 Kilometer zu gehen, kommen wir in Mühnem, Gemeinde Lürdal. Das nächste Dorf. Immer schön wieder Abwechslung, mal Dörfer zwischendurch. Herrlich. Was kommt dort hier vorne wieder für ein Gebäude? Keine Ahnung. Tja. Hier unten waren auch Fenster so zu sehen. Sind zugemauert. Ja. Das gehört, glaube ich, zu diesem alten Gehöft. Ja. Das ist der rechte alte Bau. Das Ding ist richtig alt.
Nach 17,6 Kilometer, 9,19 Kilometer zu gehen, verlassen wir das Dorf Nünen wieder. Was für einen riesigen Bau, unglaublich. Und das ist 10 Minuten vor 3. Die Sonne scheint, die Kinder sind in der Schule, die meisten Leute sind arbeiten und ich mache meine Wanderung. Wie geil ist das denn? ...18,9 Kilometer gelaufen, 7,84 Kilometer zu laufen. Und man denkt, dass wir alles gesehen haben. Nein, hier kommt noch ein Schloss. Schau dir das mal an. Au, 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 au. Da ist ein Restaurant, sehe ich. Ein Hund, der bellt. Da ist der Hund. Naja, das ist... das sind Allingur. 1435. Und das ist ein B&B im Bread and Breakfast. Auch noch. Verboten. Verboten. Was ist hier verboten? Das geht nicht. Das ist geschlossen. Das geht nicht. Das geht nicht, Komoot. Das geht nicht. Muss mir einmal einen Blick werfen mit der Kamera. Das ist der Garten, ne? Schau mal an. Ich kann nicht rein. Da ist ein sehr böser Hund da drin. Da möchte ich keine Bekanntschaften mitmachen. Arschgeil hier. Arschgeil. Kann man ja nicht glauben, ne?
Und wir waren in Halen. Ich wusste nicht, wo wir waren. Das war Halen. Das Schloss war auch in Halen. Nach 19,9 Kilometer verlassen wir Halen wieder und brauchen noch 7,11 Kilometer. Und das Schloss und alles, das war alles in Halen. Jetzt weiß ich es. Ich war am Zweifeln zwischen Gratum und Halen. Aber es war Halen. Halenhorn. An der anderen Seite Horror und das Flöthausmuseum. 21,2 Kilometer, 5,35 Kilometer noch zu laufen. Die Kilometer putzen noch runter, ne? Die wir noch müssen. Die wir gelaufen haben, gehen ja hoch. Uns wären so ungefähr 27 Kilometer heute. Etwas mehr als geplant, aber ist kein Problem. Wir haben schon 30 gelaufen. Und wir sind wieder im Wald, wie ihr seht. Und auch schon einiges im Wald gesehen heute. Wo will der noch hin mit seiner Knatterkiste? ...23,3 gelaufen, 3,89 noch zu laufen. Keine 4 Kilometer mehr. ...24,5 Kilometer heute. 2,72 zu laufen. Also noch ein gute, fette 2 Kilometer bis zum Auto. Dann neigt diese Tour sich auch jetzt dem Ende. Und die war absolut sensationell gut. Super, ja, natürlich super. Guck mal die schönen großen Bäume hier. Wir haben viel gesehen heute, viel gesehen. Von Lost Places bis Schlösser bis Mühlen, da war alles dabei.
Aber werde das alles heute Abend zusammenfassen. Vor meinem PC, wenn ich die Abmoderation mache. Und ich mache das jetzt vor meinem PC. Das ist viel einfacher. Dann bin ich ein bisschen ausgeruht. Und dann habe ich die ganzen Daten dabei. Und ich denke, dass das viel besser ist. Das könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ne? Ob ihr das bis heute noch nicht gemacht habt. So, bei Bildschirm nicht, das bei YouTube nicht. Verstehen du es nicht, aber okay. Noch 1,5 Kilometer bis zum Auto. Und hier sind wieder Schafe, ne? Und Tauben über mich. Und da gehen die Tauben wieder. Und wir laufen lang einen Bach. Und es beginnt schon ein bisschen zu dämmern, ne? Es ist ja nach 4 Uhr jetzt. Also ich muss machen, dass ich zurückkomme. Hier im Baum irgendwo sitzen Jungvögel, man hört sie. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Also, es gibt nicht nur Lämmer, Ziegenlämmer, sondern auch Vögel mit Jungen. Wo seid ihr dann, Jungs? Naja. Also es wird schon, wird jetzt Frühjahr. Und wir gehen hier über den Bach, über den Acker, wo der gute Mann da läuft. So zu sehen. Jetzt muss ich nach links, Leute. Also hier durch dem Wasser. Ja, ja. Kommod kann mich mal am Eis lecken. Ach nein, da läuft auch ein Pfad. Sieh mal. An der anderen Seite des Baches. Man geht hier sowieso drüber. Wieder eine kleine Brücke. Guck mal, wie geil, Leute. Zack. Jetzt sind wir wieder an der anderen Seite. Also nicht, wo der Mann läuft. Da vorne liegt Heidhäuser, also wir nähern uns zum Ziel. Einen guten Kilometer. Ich bin über so viele Brücken gelaufen heute, das ist unglaublich. Ja Leute, nach 26,4 Kilometer bin ich wieder zurück in Heidhuizen, oder Heidse, wie wir hier sagen. Und brauche ich nur noch 780 Meter bis zum Auto. Also denke ich, das war's für heute. Wir sehen uns wieder vor dem PC heute Abend, weil ich die Abmoderation machen. Guten Abend, Leute. Willkommen zurück. Wir haben heute wieder gelaufen nach Kasteel Aldengoer. Ja, ein Schloss Aldengoer. Das war eine verdammt schöne Wanderung. Wir haben einiges gesehen. Ein Schloss, einige Kapellen, eine Kirchen, mehrere Kirchen und was haben wir noch alles gesehen? Ach ja, die Mühlen haben wir auch gesehen. 2 Stück sogar. Unglaublich. Und noch ein Lost Place, ne? Also wir haben hier alles gehabt auf diese Tour. Das Wetter war der Hammer. Es war mir sogar zu warm.
Weil es war, glaube ich, 12, 13 Grad. Ja, so etwas würde es sein. 12, 13 Grad für Laufen ist man dann doch schon richtig warm, ne? Wenig bis kein Wind, das war super. Aber man sieht schon, wir gehen Richtung März, ne? Denn Samstag ist es ja März. Weiter. Es waren 27 Kilometer am Ende. Ja, wir hatten mal ein kleines Problem mit dem Matsch, da konnten wir nicht durch. Da musste ich einen kleinen Umweg machen. Ich habe noch ein paar Umwege gemacht, weil ich musste auch noch ein paar Fotos machen, ne? Auch noch. Ja, da kommt dann doch etwas mehr zusammen. Höhenmeter gab es kaum heute. Es gab ein paar Hügelchen und es war nicht so viel, ne? Ich habe meinen neuen Selfie-Stick testen können. Der Ton ist übrigens auf die Kamera relativ gut. Manche Aufnahmen sitzen noch ein paar Störungen drin, aber das liegt aber selber, ne? Da muss ich mal schauen, dass ich da besser drauf achte. Ja. 6 Stunden gelaufen heute. Da sind halt Pausen drin und ich habe noch, denke so 10 Minuten, eine Viertelstunde noch mit einem Mann erzählt. Ja, das war auch noch der war mit so 100 anderen. War ein sehr nettes Gespräch mit dem Mann. Super, haben uns mal gut austauschen können. Das finde ich immer schön. Leute hatte ich auf demselben Level sitzen, ne? Die nicht schlafen, wie die meisten Leute. Und dann haben wir einen Schnitt von 4,5 Kilometer pro Stunde. 50 Meter hoch, 50 Meter runter. Okay. Das war nicht viel Höhenmeter. Das, was ich schon gewohnt bin, an 350 Höhenmeter, 380 Höhenmeter, was war es alles, war das hier nicht so viel. Gesamt habe ich 88 Fotos gemacht, die werde ich auf Patreon hochladen. Und auch wieder ein Video verarbeiten. Ich muss heute das Video von Witten schneiden. Ja, es ist Dienstag, morgen ist Mittwoch und ich muss noch anfangen mit dem Video. Also das wird schon eine knappe Kiste, um das für Samstag zu regeln. Weil das Video schneiden ist doch schon einige Arbeit, ne? Muss mal sehen. Und ich denke, dass ich Samstag die nächste Tour machen werde. Das wird 1. März sein, also der 1. März. Das Wetter scheint gut zu werden. Es bleibt langer Licht, es ist Frühlicht. Möglicherweise ich dann mal eine 40 Kilometer Wanderung reinschmeiße. Das kann sein, dass das diese Tour wird. Muss mal wieder das Wetter und alles ist Samstag. Die ist 43,2 Kilometer mit 130 Höhenmeter. 11 Stunden soll ich da benutzen, für nötig haben bei 3,9 Kilometer pro Stunde. Ich weiß nicht, ob ich das benötige. Das ist auch eine Grenzwanderung, weil wir laufen ja von Neustadt nach Waldfeucht. Das ist hier unten, ja da, Neustadt. Und laufen über Haldershoflen und so nach oben bis zu Heinsberg, ne? Und dann wieder nach unten und da haben wir all die Mühlen drin sitzen, ne? Auch die Mühlenstumpfen, die keine Flügel mehr haben. Und hier gehen wir die Grenze nach den Niederlanden und laufen so zurück nach Neustadt. Das wird eine schöne Strecke zum Laufen. Garantiert. Weil ich muss auch mal nach die 40 hinnehmen, weil diejenige ist ja auch 40. Also ich habe noch keine 40 gelaufen bisher. 29, 30 ist kein Problem. Die habe ich ja schon mehrere gelaufen. Heute waren es ja 27, also das ist ja auch kein Problem.
Das ist auch kein Problem. Also, das war die falsche Seite. Diese Tour war ein Erfolg. Super Tour. Gut gefallen, ja. Und es war natürlich eine Tour durch die Niederlande. Die erste, die anderen waren ja alles Grenzwanderungen. Das war Belgien, Niederlande und Niederlande, Deutschland. Und das hier war nur Niederlande. Also gut, Leute. Ich werde mal schauen, was ich Samstag mache. Ich denke, wenn es eine langere Wanderung wird, Samstag zu machen, anders Sonntag, aber ich denke Samstag. Dann, wenn Ihnen dieses Video und diese Wanderung gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt. Daumen hoch habe ich schon gesagt, ja. Weiter wünsche ich Ihnen dann noch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo. Warum kämpfen wir immer, wenn Worte doch reichen? Warum müssen wir hassen, statt Brücken zu schaffen? Die Erde blutet, wir verlieren den Verstand. Doch in uns allen liegt die Kraft, wir haben's in der Hand. Frieden statt Krieg, das ist was wir brauchen. Gemeinsame Liebe statt Mauern zu bauen. Wir sind alle eins in diesem großen Spiel. Kein Land, keine Fahne, nur ein menschliches Ziel. Kinder weinen, während Bomben fallen. Warum hören wir nicht auf die Verzweifelten rufen? Wenn wir einander als Brüder sehen, wird die Welt in Frieden und Hoffnung bestehen. Frieden statt Krieg, das ist was wir brauchen. Gemeinsame Liebe statt Mauern zu bauen. Wir sind alle eins in diesem großen Spiel. Kein Land, keine Fahne, nur ein menschliches Ziel. Wir sind die Antwort, wir sind der Weg. Lasst uns zusammen gehen, bevor die Welt vergeht. Kein Krieg ist gerecht, kein Leben zu verlieren. Nur im Frieden können wir wirklich existieren. Abschluss, Frieden statt Krieg. Hörst du den Ruf? Die Welt in unseren Händen, genug ist genug. Frieden statt Krieg. Hörst du den Ruf? Die Welt in unseren Händen, genug ist genug. Wir sind alle eins in diesem großen Spiel. Kein Land, keine Fahne, nur ein menschliches Ziel. Ein menschliches Ziel. Kinder weinen, während Bomben fallen. Warum hören wir nicht auf die Verzweifelten rufen? Wenn wir einander als Brüder sehen, wird die Welt in Frieden und Hoffnung bestehen.